Heute bei den Late News hat in Bochum ein Ladendieb so viel in seinen Rucksack gestopft, dass dieser zu schwer zum Tragen wurde, sodass er deswegen nun per App versuchte, sich eine Mitfahrgelegenheit zu bestellen. Zuvor hatte der Mann erfolglos versucht, 2 Autos anzuhalten, indem er sich auf die Fahrbahn stellte, nur um dann doch per Uber zu flüchten. Leider endete diese Flucht sehr schnell bei der Polizei, die den Uber anhielt. Immerhin war dann die Fahrt im Streifenwagen kostenlos. Noch mehr gleich bei News. Hier ist Jerusalem mit den aktuellen Late News aus dieser und der nächsten Welt. Natürlich heute Abend wie immer mit mir, Florian Strelitz. Und selbstverständlich bin ich heute Abend wieder nicht allein im Studio, sondern auch dieses Mal werde ich unterstützt von den einzigartigen Late News Korrespondenten aus allen Ecken der Welt. Ob aus New York, Sydney, Kapstadt oder wie das Bielefeld oder zumindest vielleicht. Aber kommen wir zuvorerst einmal zu den wichtigsten Nachrichten aus der Heimat und schauen nach Berlin. Viele meiner vielen Jobs wurden leider inspiriert von Filmen. Sei es Cocktail, der meinem Wunsch bestärkte, Barkeeper zu werden. Oder Shining als Housekeeper in einem verlassenen Hotel in Thüringen mit fast demselben Ausgang wie der Film zufälligerweise. Oder als Caddy beim Golfen wie in Caddyshack mit allerdings weniger nackten, aber genauso vielen Taschenratten. Allerdings hielt mich der Film Taxi Driver davon ab, auch mal Taxifahrer zu werden, alleine weil ich Jodie Foster schon damals nicht mochte. Und Taxifahrten sind auch aktuell für die Freie Universität in Berlin ein großes Problem. Denn nicht nur hatte die FU alle Augen mit einem glühenden Eisen zugedrückt beim Lesen der Doktorarbeit von Franziska Giffey, sondern im letzten Jahr Taxikosten von über 64.000 € generiert. Unter anderem für eine Taxifahrt hin und zurück nach Venedig. Aber wie heißt es auch so schön, einmal Venedig sehen und das Taxi 2 Tage auf sich warten lassen für die Rückfahrt. Währenddessen in Regensburg. Was leider die wenigsten wissen ist, dass Dwayne The Rock Johnson und ich Bodybuilder-Buddies sind. Nicht nur haben wir sowohl den gleichen Muskel- als auch Fettanteil, sondern wir sind fast auch gleich groß. Dwayne ist 1,95 Meter groß und ich nicht einmal ansatzweise, aber mit Plateauschuhen bin ich sogar größer. Zudem haben wir denselben Essensplan. Er muss 15.000 Kalorien am Tag zu sich nehmen, um nicht abzunehmen, und ich, um nicht zuzunehmen. Nur tattoo-technisch lasse ich ihn weit zurück. Während Dwaynes Intricate Tribal Tattoo seine linke Brust und linken Arm ziert, reicht meins vom Hals bis zum kleinen Zeh runter. Und während es bei ihm Familie, Schutz und Kriegergeist bedeutet, bedeutet es bei mir nur eine Wette, als Teenager verloren zu haben. In dem Zusammenhang hat auch die Universität Regensburg bestätigt, dass Menschen, die nicht solche vorbildlichen Bodybuilder sind wie The Rock und ich, sondern für lieber ihre Zeit nur mit dem Online-Zocken verbringen, nichtsdestotrotz überdurchschnittlich gesund sind. Trotzdem sterben diese Menschen auch weiterhin offline alleine, weil Ich bin WoWler immer noch in keinem Club zieht. Derweil in Sao Paulo. Wer kennt das denn nicht als Fußballverein? Man dümpelt die Saison im Mittelmaß herum, ohne eine Chance auf einen Platz an der Sonne. Zudem haben sich die eigenen Fans schon lange damit abgefunden, dass selbst ein Brauseteam zwar weniger stimmberechtigte Mitglieder als man selber Spieler im Kader hat, aber dafür schießen die mehr Tore in einer Halbzeit, als man selber schon Trainer verbraucht hat. Nach 5 Spieltagen. Wo nur dann das Geld für den nächsten Goalgetter herbekommen. Vielleicht sollte der Verein einfach mal öfters aufs eigene Konto schauen, so wie die Präsidentin des brasilianischen Fußballvereins Palmeiras Sao Paulo, Leila Pereira, denn diese entdeckte eine mehrere 100.000 € schwere Überweisung der Fans von Palmeiras, um damit dem Verein die Chance zu geben, einen dringend benötigten Stürmer zu kaufen. Hoffentlich aber nicht einen der Gurken eines bekannten Big City Clubs. Dann lieber vom Brauseteam, da gibt es sogar noch eine Kiste Red Bull zum Kauf dazu.
Unterdessen in Sivassagar. Die indische Polizei hat nach eigenen Angaben eine Armbanduhr sichergestellt, die vor einem Jahr aus dem Nachlass von Fußballstar Diego Maradona gestohlen worden sei. Der mutmaßliche Täter sei nach dem Diebstahl in Dubai in seine indische Heimatstadt Sivassagar geflohen und dort mitsamt seiner Beute festgenommen worden. Polizeiangaben zufolge habe der mutmaßliche Dieb in Dubai als Wachmann für eine Firma gearbeitet, die Gegenstände aus dem Besitz des Ende 2020 verstorbenen Fußballers verwahrte, was vermutlich der langweilige Job war, den ganzen Tag nur neben einem Safe zu stehen. Aber auch auf der anderen Seite musste einer stehen, um die vielen Heißfilme dieser Welt spannender zu machen. Jedenfalls soll der Mann dann am Diebstahl eines dieser Safes beteiligt gewesen sein, wo auch eine der Uhren von Maradona lagerte. Experten hoffen, dass sie demnächst auch die Hand Gottes finden, da derselbe Mann zuvor im Vatikan mehrere Safes bewachte, die auch gestohlen wurden. Aber schalten wir jetzt noch einmal schnell zum Wetter und unserem Wetterkorrespondenten Froschi Fernbeziehung mit der aktuellen Wettervorhersage für die nächsten 3 Tage. Danke Froschi Fernbeziehung, und immerhin bedeutet diese Wettervorhersage, dass in den nächsten Tagen sehr viele Fernbeziehungen, für alle total überraschend, scheitern werden. Weil dann doch der eine oder andere sexy Wetterfrosch im Leben erscheint und nicht nur bei Froschi Fernbeziehung. Also ein fast normaler August bei den Downloadzahlen von Tinder. Das waren Late News, aber keine Sorge, wir sehen uns wieder am Dienstag, dann wieder aus Berlin zur Show. Danke an jeden in Jerusalem, der das hier ermöglicht hat, und Gal Gadot, ruf mich zurück. Und nicht vergessen, alles andere da draußen sind nur Fake News.